Diese Wildpflanzen in deinem Garten sind wertvoller, als du denkst. Vielleicht liegt einer der größten Denkfehler im Garten direkt vor unseren Füßen. Denn vieles von dem, was Jahr für Jahr aus Beeten, Wegen und Rasen entfernt wird, ist nicht einfach nur störend. Manche dieser Pflanzen sind robust, nützlich, anpassungsfähig und oft viel enger mit dem natürlichen Gleichgewicht des Gartens verbunden. Wir sprechen heute nicht über klassische Gartenpflanzen, nicht über das, was im Katalog schön aussieht, sondern über Pflanzen, die von selbst da sind. Und vielleicht verändert genau das den Blick auf den Garten. Denn nicht alles, was ungeplant wächst, ist wertlos. Und nicht alles, was ordentlich aussieht, ist automatisch lebendig. Willkommen bei Garten Lea. Heute schauen wir auf einige der Pflanzen, die oft als Unkraut bezeichnet werden. Und warum es sich lohnen kann, sie erst zu verstehen, bevor man sie entfernt. Der Garten zeigt oft mehr, als wir sehen. Wenn Wildpflanzen immer wieder auftauchen, dann ist das selten Zufall. Der Garten reagiert auf Boden, Licht, Feuchtigkeit und Nutzung. Und diese Bedingungen entscheiden, welche Pflanzen sich ansiedeln. Man kann Wildpflanzen deshalb auch als Hinweis lesen. Sie zeigen, wo der Boden verdichtet ist oder wo Lücken entstehen, wo der Garten trocken ist oder wo sich ein natürlicher Kreislauf stabilisieren will. Viele Menschen sehen darin nur Arbeit, doch eigentlich steckt darin auch Information. Ein Garten spricht nicht in Sätzen, er spricht in Wachstum. Und gerade die Pflanzen, die von selbst kommen, erzählen am deutlichsten, wie ein Standort wirklich funktioniert. Löwenzahn ist mehr als nur ein gelber Fleck im Rasen. Er gehört zu den Pflanzen, die fast jeder kennt und die trotzdem oft unterschätzt werden. Er wächst dort, wo andere Pflanzen Mühe haben. In festen Böden, in Fugen, an Kanten und auf Flächen, die wenig Aufmerksamkeit bekommen. Seine tiefe Wurzel macht ihn widerstandsfähig. Diese Kraft ist bemerkenswert. Die jungen Blätter und Wurzeln wurden früher ganz selbstverständlich genutzt. Selbst die Blüte ist nicht nur dekorativ, sondern essbar. Interessant ist vor allem, wie selbstständig diese Pflanze ist. Sie braucht kein vorbereitetes Beet. Während viele Kulturen nur bei perfekter Pflege gedeihen, wächst der Löwenzahn einfach dort, wo er gerade kann. Er ist kein bloßer Feind. Es sind oft gerade die robusten Pflanzen, die einen Garten tragen. Im Garten wird oft viel Wert auf empfindliche Kulturpflanzen gelegt. Gleichzeitig gibt es Pflanzen wie Portulak, die ohne jedes Zutun auftauchen, mit Trockenheit zurechtkommen und selbst an schwierigen Stellen grün bleiben. Portulak wächst flach und unauffällig. Während andere unter Hitze leiden, bleibt er stabil. Er zeigt uns, worauf es ankommt. Anpassungsfähigkeit. Nicht jede wichtige Pflanze wirkt besonders edel. Manche überzeugen einfach dadurch, dass sie ohne Aufwand funktionieren. Und genau das macht diese unterschätzten Helden in einem sich verändernden Klima so interessant für uns Gärtner. Wildpflanzen waren früher selbstverständlicher Teil des Gartens. Ein Grund, warum wir manche Pflanzen heute als störend betrachten, liegt vielleicht darin, dass wir ihren früheren Platz im Garten vergessen haben. Viele Wildkräuter waren einmal selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Sie wurden gesammelt, genutzt, weitergegeben und verstanden. Nicht romantisch verklärt, sondern ganz praktisch. Heute ist vieles davon verloren gegangen. Statt zu fragen, was eine Pflanze kann, wird oft nur gefragt, ob sie dort geplant war. Aber der Garten funktioniert nicht nur über Planung. Er funktioniert auch über Eigendynamik. Der weiße Gänsefuß ist dafür ein gutes Beispiel. Viele erkennen ihn nicht einmal, obwohl er in vielen Gärten regelmäßig auftaucht. Dabei wurde er früher ganz anders betrachtet und oft ähnlich verwendet wie Blattgemüse. Solche Pflanzen erinnern daran, dass der Unterschied zwischen Nutzpflanze und Unkraut oft nur mit unserer Gewohnheit zu tun hat. Es geht nicht darum, plötzlich alles wachsen zu lassen. Es geht darum, wieder genauer hinzusehen. Sobald man beginnt, Pflanzen nach Funktion zu beurteilen, verändert sich der ganze Blick auf den Garten. Dann wird aus Störung manchmal ein Hinweis, aus Wildwuchs eine Ressource und aus Unordnung ein lebendiger Teil des Gartens. Auch kleine Pflanzen können eine große Rolle spielen. Nicht jede wertvolle Wildpflanze fällt sofort auf. Manche wachsen niedrig, fast versteckt und werden gerade deshalb übersehen. Sauerklee gehört dazu. Er erscheint oft an halbschattigen Stellen, in ruhigeren Ecken oder unter Gehölzen. Seine kleinen Blätter wirken zart, fast unscheinbar. Solche Pflanzen füllen im Garten oft Lücken, die sonst offen bleiben würden. Sie schützen den Boden und halten das Gleichgewicht.
Und sie zeigen, dass Natur selten leere Räume lässt. Gerade bei Kreisläufen wird dieser Blick wertvoll. Nicht jede Fläche muss freigehackt werden. Manchmal ist es sinnvoller zu beobachten, welche Pflanze von selbst eine Funktion übernimmt. Der Garten denkt oft in Zusammenhängen, nicht in Kategorien. Klee ist kein Zeichen von Vernachlässigung, sondern oft von Lebendigkeit. Kaum eine Pflanze zeigt so deutlich, wie sehr sich unser Blick auf Gartenflächen verändert hat, wie Klee. Früher war er keineswegs automatisch unerwünscht. Heute gilt er vielen im Rasen als Makel. Dabei bringt er mehrere Eigenschaften mit, die aus Sicht eines lebendigen Gartens ausgesprochen wertvoll sind. Er bedeckt den Boden, er blüht, er bietet Nahrung für Insekten und bestimmte Arten unterstützen sogar die Bodenfruchtbarkeit. Ein Rasen, in dem sich auch Klee findet, ist deshalb nicht zwingend schlechter. Er ist oft einfach vielfältiger. Natürlich hängt viel davon ab, wie ein Garten genutzt wird. Wer eine reine Spielfläche möchte, hat andere Ansprüche als jemand, der mehr Biodiversität zulassen will. Aber gerade weil Klee so schnell als Problem abgestempelt wird, lohnt sich ein zweiter Blick. Vielleicht zeigt er nicht Vernachlässigung, vielleicht zeigt er, dass der Boden lebt. Die frühesten Pflanzen des Jahres sind oft die interessantesten. Es gibt Pflanzen, die lange vor der eigentlichen Gartensaison schon da sind. Noch bevor viele Saaten beginnen, zeigen sich erste grüne Teppiche auf offenen Stellen. Eine dieser Pflanzen ist die Vogelmiere. Sie kommt früh, wächst dicht und nutzt Zeitfenster, in denen viele andere Pflanzen noch gar nicht aktiv sind. Das ist gärtnerisch interessant. Denn gerade der Übergang zwischen Winter und Frühling ist im Garten oft eine stille Phase. Noch ist nicht viel sichtbar, und doch beginnt unter der Oberfläche schon vieles zu arbeiten. Pflanzen wie Vogelmiere zeigen genau diesen Moment. Sie sind früh da, weil sie an diese Bedingungen angepasst sind. Und auch darin steckt wieder eine Botschaft. Der Garten beginnt nicht erst dann, wenn wir aktiv werden. Er ist oft schon längst in Bewegung. Nicht jede spontane Pflanze sollte automatisch bleiben, aber jede sollte erst verstanden werden. Vielleicht ist das der wichtigste Gedanke bei diesem Thema. Es geht nicht darum, aus jedem Garten eine Wildfläche zu machen. Und es geht auch nicht darum, grundsätzlich nie wieder etwas zu jäten. Natürlich gibt es Situationen, in denen man regulieren muss, wenn Pflanzen andere Kulturen bedrängen, wenn Wege frei bleiben sollen oder wenn man bestimmte Beete bewusst anders nutzen möchte, dann gehört das dazu. Aber zwischen blindem Entfernen und bewusstem Gestalten liegt ein großer Unterschied. Wer zuerst beobachtet, handelt oft klüger. Welche Pflanze ist das eigentlich? Warum wächst sie genau hier? Schadet sie wirklich oder stört sie nur optisch? Erfüllt sie vielleicht sogar eine Funktion? Diese Fragen machen aus Gartenarbeit mehr als nur Pflege. Sie machen sie zu Verständnis. Und genau das passt so gut zum Gedanken eines gesunden Gartens. Nicht nur eingreifen, sondern Zusammenhänge erkennen. Ein lebendiger Garten ist nicht perfekt, aber oft stabiler. Perfektion im Garten ist meist teuer, pflegeintensiv und manchmal erstaunlich instabil. Ein Rasen ohne jede fremde Pflanze. Klare Kanten, saubere Flächen, keine Störung. Das sieht kontrolliert aus, aber es bedeutet oft auch, dass ständig nachgearbeitet werden muss. Ein lebendiger Garten funktioniert anders. Er lässt an manchen Stellen mehr zu. Er arbeitet mit natürlichen Prozessen. Er akzeptiert, dass nicht alles geplant sein muss, um sinnvoll zu sein. Und genau deshalb können Wildpflanzen darin eine wichtige Rolle spielen. Nicht als Ersatz für alles andere, aber als Teil eines Systems, das sich selbst mitträgt. Vielleicht ist das Wort Unkraut manchmal einfach zu schnell, denn wenn man genauer hinsieht, entdeckt man in vielen dieser Pflanzen etwas ganz anderes. Ausdauer, Anpassung, Funktion und oft auch einen stillen Nutzen. Der Garten produziert nicht nur das, was wir ausgesät haben, er bringt auch selbst etwas hervor. Und manchmal lohnt es sich, genau dorthin zu sehen. An den Rand des Weges, an die Ecke des Beetes, zwischen die Pflastersteine. Dorthin, wo wir sonst meist nur mit dem Blick des Entfernens hinschauen. Vielleicht wächst dort keine Störung. Vielleicht wächst dort ein Hinweis oder sogar etwas Wertvolles. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.